Moin, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch wieder recht herzlich zu einem kleinen Video begrüßen und heute wirklich nur klein, denn ihr seht's, ich bin leider ein kleines bisschen gehandicapt. Das Ganze kommt vom zu vielen Winken. Dementsprechend schauen wir uns heute kurz und knapp einmal die aktualisierten oder geupdateten Syma Nova Modelle an. Hat der ein oder andere vielleicht mitbekommen, diese Modellserie oder einige davon gibt es jetzt als Generation 4. So, ihr wisst, ich habe mir damals selbst eine Nova aus der ersten Generation gekauft. Da war beispielsweise noch ein 608er Lauf drin verbaut. Die nächsten, das müsste dann Generation 2 gewesen sein, hatten dann bereits einen 603er Innenlauf. Dann gab es die Gen 3. Keine Ahnung, weiß ich nichts von. Auf jeden Fall die neueren Versionen oder die neueste Version nennt sich jetzt Generation 4. So, und auch hier hat jetzt Syma weitere Verbesserungen einmal durchgeführt. Gerade das Reiben und Scheuern vom Pistonhead innen drin im Zylinder wurde beseitigt. Es ist eine neue Hop-Up-Kammer drin. Es ist eine bessere, oder die Toleranz von der Nozzle zum Zylinderhead wurde verbessert. Und ebenfalls die Tappet Plate und das Timing wurde ein bisschen überarbeitet. Dementsprechend denke ich mal, wird es recht interessant sein, denn das Modell oder diese Serie ist nicht umsonst eigentlich die beliebteste AR15 im SAEG-Bereich aktuell. Wie gesagt, Preis-Leistungs-Verhältnis muss man auch nochmal durchschwätzen, denn auch diese Serie und diese Modelle sind aktuell leider ein kleines bisschen teurer geworden. Aber dazu später definitiv mehr. So Leute, macht euch vielleicht ein Bierchen auf und los geht's! Beginnen wir auch dieses Video zunächst einmal ganz kurz mit dem Lieferumfang und mit der Modellübersicht, welche denn jetzt in der Generation verfügbar sind. Zunächst mal der Lieferumfang, Standard Speedloader, ein Inbusschlüssel, paar Kugeln und ein Mid-Cap-Magazin Stahlblech. So, es ist eins dabei. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, ob bei der alten Version sogar zwei dabei waren. Vielleicht komme ich auch gerade durcheinander, ich weiß es nicht, mir müsste ich selber ins Review reinschauen, aber ich meine, es waren damals zwei dabei. Keine Ahnung, auf jeden Fall ein Magazin dabei. So, und dann gibt es jetzt eben in dieser Generation 4, gibt's 4 Modelle. So, ich habe mir jetzt einmal hier diese neue Special Purpose schicken lassen. Ist letztendlich eine ganz klassische Nova. Bedeutet sehr moderner, kantiger Receiver, ähnlich vom Novesk zum Beispiel. Und dann eben der große Schiebeschaft hinten dran, wo man richtig dicke Akkus einmal reinballern kann. So, und dann kombiniert Syma bei dem Modell das Ganze mit einem MK18 Vorderschaft in so einem Bronzeton. Erinnert sehr stark an das Cerakote Burnt Bronze zum Beispiel. Also hier vom Farbton ein bisschen heller oder deutlich heller, wie zum Beispiel bei den aktuellen E und C und wie bei Marui zum Beispiel bei der MK18. Aber wie gesagt, schöner Bronzeton. Einmal kommt wahrscheinlich jetzt im Video ein kleines bisschen hell rüber, da ich hier halt voll mit dem Licht einmal drauf gehe. Aber ist ein sehr, sehr schöner Bronzeton einmal von Syma umgesetzt worden. So, und ihr seht auch hier, ich habe so einen Rotpunkt einmal noch drauf geklatscht in der passenden Farbe. Das hatte ich jetzt noch da. Und ebenfalls Lampendummy ist ebenfalls einmal von mir montiert und natürlich nicht Bestandteil des Lieferumfangs. So, es gibt also einmal in der Generation 4 diese Special Purpose und dann die ganz normale MK18 bzw. Mod 18 nennt sich die, glaube ich. Die hat dann letztendlich auch MK18 Vorderschaft, das Ganze aber in schwarz, nicht in diesem Bronzeton. Dann hat sie, glaube ich, noch einen anderen Pistolengriff und einen anderen Schiebeschaft hinten dran. Die anderen Modelle CQB und Compact SD, die sind Standard geblieben. Also es sind ganz klassische Nova-Modelle. Die wurden letztendlich nur von den Internals und von der Hop-Up-Kammer einmal überarbeitet. Der Rest ist wie gesagt 1:1 identisch zu den alten Modellen, auch leider nicht beidseitig nutzbar, sondern weiterhin die Nova-Serie leider nur auf einer Seite bzw. für Rechtsschützen ausgelegt. Auch ein kleines bisschen schade bei der Serie, da finde ich E und C ein kleines bisschen, ihr wisst, ich finde E und C ein kleines bisschen besser, da sie eben ambidex sind, also Magazinauswurf und Feuerwahlhebel beidseitig nutzbar. Das ist leider bei der Nova-Serie nicht der Fall und man müsste zum Beispiel einen anderen Mag-Catch oder einen anderen Magazinhalter installieren, wenn man das Ganze von beiden Seiten bedienen möchte. Umbau Feuerwahlhebel ist hier leider nicht möglich. Dann lasst uns anschließend so eine kleine Zusammenfassung oder so eine kleine Übersicht machen über das Modell. Ich meine, die meisten werden den Nova kennen von meinen Zuschauern. Wer aber jetzt neu dabei ist und sich für dieses Modell oder für diese Serie einmal interessiert, sprechen wir es ganz kurz einfach durch. So, Mündungsbremse habt ihr gerade schon gesehen, bei den technischen Daten Standard 14 mm Linksgewinde. Ihr könnt also problemlos auch wieder hier Tracer oder Schalldämpfer-Attrappen einmal vorne drauf montieren. Nur aufpassen, wird im unteren Bereich wieder über einen kleinen Gewindestift gesichert. Bedeutet erst die kleine Schraube unten lösen und dann könnt ihr das Ganze einmal abschrauben. Also nicht mit Gewalt oder mit der Zange.
macht er das Gewinde kaputt. So, und dann seht ihr eben bei dieser Special Purpose jetzt den Vorderschaft, der ist CNC gefertigt, beziehungsweise Profil gefertigt, dann CNC gefräst, ist von der Qualität wirklich hervorragend, sitzt richtig schön press und fest am Receiver dran, hat absolut null Spiel und auch der Farbton, dieses Bronze, ist Syma sehr gut gelungen, wie ich finde. Wie gesagt, je nachdem gut, wie ich das Licht jetzt drauf bekomme, wirkt der Farbton vielleicht ein bisschen anders. Aber wie gesagt, er ist jetzt nicht so hell, es ist kein so ein Standard FDE oder so ein Standard TAN, sondern es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Bronzeton, muss ich sagen. Und ebenfalls halt die einzelnen Laserungen mit den einzelnen Risspositionen oder Pickrail-Positionen ebenfalls einmal sauber eingelasert überall. Was jetzt hier bei dieser Special Purpose fehlt, was es natürlich beim Lizenz-Daniel Defense Modell gibt, ist einmal die Original-Laserung. Hier oben drin quasi Daniel Defense, bla bla bla, whatever. Das fehlt jetzt hier, da es hier natürlich keine Original MK18 ist, sondern eine modernisierte MK18, nee, keine Ahnung. Wie gesagt, nur der Vorderschaft ist MK18 und der Receiver ist dann, wie gerade schon angesprochen, der ist dann ähnlich wie zum Beispiel wie man es von Novesk zum Beispiel kennt oder andere moderne AR-15 Modelle, also nicht dieses runde Design, sondern eher kantig und ein bisschen eckig gehalten. Und ich finde einfach so dieses modernere, finde ich persönlich ein bisschen schöner, aber das ist selbstverständlich Geschmackssache. Wer dann halt eine ganz normale, klassische MK18 haben möchte, der muss halt dann oder hat halt dann meistens diesen ganz normalen, stinknormalen AR-15 Receiver, der halt dann einfach gerundet oder rund ist. Wie gesagt, ich finde diese kantigen und eckigen Receiver fast ein kleines bisschen schöner, aber das ist Geschmackssache. So, was mir jetzt beim Receiver aufgefallen ist, wenn ich sie vergleicht habe mit meiner ersten Generation, entweder liegt es an der Passgenauigkeit, dass diese verbessert wurde, oder es kommt aufgrund der Toleranzen von der Verarbeitung. Auf jeden Fall sitzt jetzt dieses Modell deutlich presser zusammen. Bedeutet, Upper und Lower hier hinten haben absolut gar keinen Spalt mehr und absolut null Spiel. Dazu ist es aber auch möglich, nötig, wenn wir den Pin rausziehen, können wir das ganze System nicht einfach bloß auseinanderziehen, sondern wir müssen den Bolt Catch reindrücken und dann müssen wir relativ stark hier gegen den Pistolengriff dagegen prügeln, damit wir hier hinten dieses Nut- und Federsystem einmal auseinander bekommen. Also der sitzt hier hinten oder der Receiver sitzt hier hinten deutlich presser zusammen, wie es bei meiner ersten Generation einmal der Fall ist. Dann natürlich Bolt Catch mit Funktion. Gut, könnt ihr zurückziehen, aber ihr seht auch hier, wenn ihr das vielleicht sehen könnt, das Einstellrädchen ist dennoch relativ weit hinten. Bedeutet, ja, man kommt mit Ach und Krach ran, aber wenn das Blech noch weiter hinten stehen bleiben würde, dann hätte man deutlich mehr Fläche, um hier mit dem Fingernagel ranzukommen. Also das Einstellrädchen sitzt ein bisschen, vielleicht Millimeter oder 2 Millimeterchen ein bisschen weit hinten. So, und der nächste Punkt ist, das sprechen wir später nochmal im Detail durch, wenn wir es auseinandergebaut haben. Es ist jetzt hier diese Syma Rotary Hop-Up-Kammer drin. Die kennt ihr zum Beispiel auch aus der BR10 oder Mod 25 Serie oder die gibt es auch als Spare-Part bei Begadi. Kostet, glaube ich, 14 Euro oder 20 Euro. Gibt es zwei Versionen, einmal aus Kunststoff, einmal aus Zink. Hier ist jetzt einmal die Zink-Version einmal drin verbaut. So, und hier ist mir letztendlich aufgefallen, oder hier ist es einfach der Fall, dass die Hop-Up-Kammer leider nicht oder das Einstellrädchen nicht freiläufig ist. Bedeutet, das Ganze funktioniert über ein Klicksystem und läuft auch noch relativ straff. Bedeutet, ihr braucht mit dem Fingernagel doch sehr, sehr viel Kraft, um hier die nächste Position vom Rädchen einmal zu erreichen. Finde ich nicht ganz perfekt, das sind andere Hop-Up-Kammern, sind hier deutlich angenehmer und schöner und auch feiner zum Justieren. Aber wie gesagt, auch das sprechen wir später im Detail an, wie ihr vielleicht dieses Klicksystem einmal deaktivieren könnt, damit einfach das Einstellrädchen einfach frei läuft und dadurch auch ein bisschen schöner und sauberer läuft. Wie gesagt, zeige ich euch dann später. So, und dann ist natürlich auch hier weiterhin ein 603er Innenlauf verbaut. Und ich glaube jetzt bei dieser Special Purpose oder MK18 oder wie auch immer, ist ein 275 mm müsste es sein, glaube ich. Ja, 275 603 letztendlich. So, jetzt aber einen kleinen Punkt noch, Thema Hop-Up. Jetzt ist hier zwar eine Rotary Hop-Up-Kammer drin und bei den letzten Kniften, die wir uns immer angeschaut haben von Begadi, hat Begadi immer ein sehr gutes Hop-Up-System einmal bereits installiert. Bedeutet, sie haben ihr Bucking reingeschmissen, sie haben ihren Tensioner reingeschmissen. Und das fand ich immer sehr gut, denn ich spiele meistens halt oder ich verwende meistens halt auch 0,3 oder 0,32 und das funktioniert einfach tadellos. So. Hier haben sie aber nichts gemacht. Bedeutet, sie bringen jetzt die Generation 4 auf den Markt, aktualisieren aber das Hop-Up-System nicht. Bedeutet, hier in der Gen 4 ist weiterhin ein Standard Syma Hop-Up-Bucking drin verbaut. Und das ist einfach nicht nur 0815 mit Pornobalken, sondern das sind einfach nur zwei kleine Streben links und rechts, die letztendlich eure Patchfläche sind.
Und es ist von der Kugelführung bzw. von der Zentrierung ist das wirklich gut. Bedeutet, die BBs fliegen vom links, rechts fliegen sie wirklich schön sauber gerade. Aber der Hop ist nicht ganz so konstant wie mit anderen Buckings, muss ich sagen. Und natürlich auch nicht wirklich für 0,3 oder 0,32 Gramm einmal ausgelegt. Finde ich also hier ein kleines bisschen schade, eine neue Generation auf den Markt geworfen. Wie gesagt, alles aktualisiert von der Technik, aber Hop-Up-Bucking wurde leider nicht gemacht. Ansonsten finden wir bei den Externals nichts Neues vor. Wie vorhin schon angesprochen, der Feuerwahlhebel leider weiterhin nur vom Schützen aus auf der linken Seite vorhanden. Der funktioniert tadellos, der klickt richtig sauber in die einzelnen Positionen rein. Da kann man nicht schimpfen, aber ihr wisst, ich bevorzuge es einfach, wenn ein Modell komplett beidseitig nutzbar ist. Das ist leider bei der Nova nicht der Fall. Da muss man dann beispielsweise auf eine MK18 von E&C beispielsweise einmal zurückgreifen. Wer jetzt den Mag-Catcher, den Magazinhalter noch ein bisschen schöner haben möchte, beziehungsweise zum Beispiel eine erweiterte Druckplatte haben möchte und das Ding eben beidseitig nutzen möchte, da habe ich in meiner Nova, vom Begadi diesen Ambidex Mag-Catch oder sowas CNC einmal reingebaut. Der kostet 14, 15 Euro, glaube ich, so ungefähr. Und der passt wunderbar in die Nova rein. Also der ist wirklich von der Passgenauigkeit hervorragend und ist eigentlich, wie ich finde, für das Modell letztendlich perfekt passend. Wie gesagt, wollte ich hier einfach so eine schöne große Druckplatte haben für einen Magazinauswurf und das Ganze eben beidseitig auf der Seite auch noch haben, wäre eine sehr günstige Option, um das Ganze ein bisschen zu optimieren. Aber wie gesagt, ein Mod für Feuerwahlhebel ist mir bis jetzt leider noch nicht untergekommen. So, dann habt ihr natürlich hier weiterhin diesen relativ großen Schiebeschaft von der Nova-Serie drauf. Wie gesagt, hier der klassische, die MK18 in schwarz, beziehungsweise diese Mod 18 von der Nova, die hat dann hier diesen Standard Sop-Mod Crane Stock oder wie das Ding auch immer heißt. Also der sieht ein kleines bisschen anders aus. Die Akkukapazität ist aber bei beiden Schäften exakt identisch. Bedeutet, ihr habt hier sehr viel Raum innen drin zur Verfügung für große Akkus und bei der anderen Version habt ihr ebenfalls sehr viel Platz einmal drin. Das habe ich euch damals in dem Video schon mal gezeigt, im ersten Review. Bedeutet einfach hier hinten bei der Schaftkappe, die übrigens schön gummiert ist, einfach hier hinten den Hebel runterdrücken, dann könnt ihr die ganze Schaftklappe aufklappen und bekommt hier hinten problemlos 2150 mAh 11,1 Volt einmal reingeballert. Ob ihr da jetzt irgendwelche AMAX-Akkus nehmt oder ob ihr da jetzt irgendwelche Turnigy nehmt mit 2000 mAh, ist relativ wurscht. Aber wie gesagt, ihr bekommt bis zu 2000 oder 2150 mAh bekommt ihr hier einmal reingeballert und dementsprechend sehr, sehr viel Platz eben auch für etwas größere Lipos in dieser Serie einmal vorhanden. Das finde ich immer gut. So, was ihr dann vielleicht gerade auch schon gesehen habt, der Schaft sitzt in Ordnung auf der Buffer-Tube, aber auch hier haben wir schon mal Besseres gesehen. Bedeutet, selbst hier in der Position hat ein kleines bisschen Luft und wenn man ganz ausziehen, dann merkt man schon, dass das Ding da hinten ca. 5 mm ein bisschen wackeln kann. Aber wie gesagt, wenn ihr das Ding dann mal im Anschlag drin habt, fällt dies natürlich nicht mehr auf, da ihr letztendlich den Schaft ja so oder so einmal nach hinten drückt und nach hinten presst. Und dann, ob das Ding da ein bisschen Spiel hat, juckt keinen letztendlich. Ist bei einer Scharfwaffe genauso. So, und der letzte Punkt habe ich auch schon öfters erklärt, aber gerade für neue Zuschauer oder gerade für Einsteiger, die sich jetzt für dieses Modell interessieren, auch hier weiterhin dieses unheimlich geile Feder-Schnellwechselsystem. Bedeutet einfach hier diese große Castle-Nut letztendlich von der Buffer-Tube einmal lösen, da braucht ihr ein bisschen Schmackes, dann schraubt ihr die ein kleines bisschen nach hinten übers Gewinde, drückt den gesamten Schaft oder die gesamte Buffer-Tube ein bisschen rein, dreht das Ganze um 30 Grad und dann könnt ihr das Ganze drum ganz einfach nach hinten abziehen. So, dann müsst ihr noch ein bisschen aufpassen auf den Stecker. So, einmal hier der T-Stecker. Und dann habt ihr eben hier jetzt direkt einmal den Spring Guide in den Receiver reingeschraubt. So, bedeutet, ihr braucht einen großen Schlitzschraubendreher, schraubt das Ganze raus, aber aufpassen beim Schrauben, immer Gegendruck aufbauen. Also einfach nicht nur die Rotation über den Schraubendreher, sondern drückt ein bisschen dagegen, damit ihr einfach ein bisschen gegen die Federspannung arbeitet. Darüber könnt ihr das Gewinde hier hinten ein bisschen schonen. Und was ich euch damals auch schon angesprochen habe, was Syma leider auch noch nicht verbessert hat, das Gewinde ist standardmäßig komplett trocken. Bedeutet, wenn ihr das Ding das erste Mal rausschraubt hier hinten, werdet ihr so ein bisschen so ein Kratzen wahrnehmen. Macht da unbedingt, wenn ihr das Ding wieder reinschraubt, macht da unbedingt ein bisschen Fett drauf. Ob ihr da jetzt irgendein PTFE oder ein Teflon oder whatever, was für ein Fett verwendet, ist relativ wurscht. Einfach nur, dass das Gewinde ein kleines bisschen geschmiert ist. Dann schont ihr einfach diese Gewindegänge. Und wie gesagt, immer beim Reinschrauben und beim Rausschrauben immer ein bisschen Druck mit aufbauen, dass ihr gegen die Federspannung einmal arbeitet. Könnt das Gewinde ein bisschen schonen.
Wie gesagt, geiles Federschnellwechselsystem feiere ich. Nur hier wieder zu beachten natürlich, Syma verbaut hier weiterhin das sehr, sehr geile CNC-Gearset 13.1er mit 12 Zahns Short Stroke und dementsprechend ist hier standardmäßig bereits eine M140 bis M145 einmal drin verbaut. Bedeutet, wenn ihr da an die 2 Joule ran wollt, dann braucht ihr eine 150er Feder. So, und es hört sich viel an, aber die Feder wird aufgrund des Short Strokes nicht vollständig gespannt. Bedeutet, eine 150er entspricht dann letztendlich einer M130 zum Beispiel. Hier, wie gesagt, beachten, nicht, dass ihr euch dann eine M100 kauft oder sowas und euch dann wundert, dass ihr irgendwo bei 0,7 Joule oder 0,8 Joule rauskommt. Also, wie gesagt, hier aufgrund des Short Strokes Federstärke einmal beachten. So Leute, und abschließend müssen wir natürlich uns anschauen, wie dieses System einmal performt, wie es sich anhört, denn das ist letztendlich der Hauptgrund, warum man sich überhaupt so eine Nova einmal kaufen sollte, beziehungsweise warum das Modell einfach in der Community so unheimlich beliebt ist. Hier ist natürlich weiterhin diese sehr geile Syma Gearbox einmal drin, die V2, sehr verstärkt das ganze Kugellager, 13.1er Highspeed Gearset, sehr starker Motor mit Neodym-Magneten und das Ding läuft einfach mit dem 11.1er unheimlich sauber, unheimlich smooth, butterweich und auch vom Klang ist mir keine andere SAEG bekannt, die sich so gut einmal anhört out of the box. Ja gut, diese anderen Syma-Modelle noch, eine P90 oder eine FN Ska L oder sowas, die haben ja letztendlich die komplett gleichen Internals drin, die hören sich auch super an. Aber alle anderen, ob ihr jetzt euch eine VFC kauft, ob ihr euch eine Bolt kauft, ob ihr euch eine Crytek kauft, die hören sich einfach nicht so schön an aufgrund des Gearsets und der Motorkombination. Und das hat, wie gesagt, Syma unheimlich geil gemacht und feiere ich immer noch derb. Dementsprechend hört euch das Ding doch mal an. Mega geil! Also hier der Klang ist Ansprechverhalten, es ist einfach mega Hammer, echt. Ich habe es jetzt nicht ausgelesen, aber wir müssten hier bei einer Zyklenzeit von ca. 55 Millisekunden liegen, mit einem vollgeladenen 11.1er Akku hinten drin. Und wie gesagt, da ist jetzt nur ein kleiner drin, das ist ein 1500er. Wenn ihr euch dann einen großen 2150er reinhängt oder ein 2000 Turnigy oder sowas, dann wird die nochmal ein paar Millisekunden schneller. Und wie gesagt, das zeichnet einfach diese Novas aus. Dieses ganze System, wie Syma das Ganze konfiguriert und kombiniert hat. Dementsprechend System mega geil, macht einfach richtig, richtig Laune. Und auch vom Klangbild, die Gears sind sauber eingeschimmt, die Motoreinstellung passt, es ist alles sauber geschmiert innen drin. Und dementsprechend, ihr habt kein Kreischen drauf, ihr hört kein bisschen irgendwie die Gears, dass das Ding zum Quietschen oder zum Kreischen anfängt, wenn sich da was bewegt innen drin. Nein, ihr hört letztendlich nur so ein richtig schönes Plop, 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 Plop. Und genau deswegen feiere ich eben auch immer noch diese Syma Nova Serie. Gut Leute, dann schauen wir bei der Gen 4 auch ganz kurz mal über die Internals drüber. Hier hat sich ein kleines bisschen was geändert und das finde ich auch von Syma einfach wieder gut optimiert oder gut umgesetzt. Dementsprechend schauen wir uns wieder ganz kurz an. Die Gearbox ist exakt identisch geblieben wie zu den Vorgängerversionen von der Nova, bedeutet hier auch wieder die sehr, sehr gute V2 Gearbox von der Platinum Serie einmal drin verbaut in dem Modell und ist meiner Meinung nach die beste Gearbox, die man aus China aktuell bekommt. Gerade Thema Haltbarkeit, das Ding ist einfach mega, das Federschnellwechselsystem ist mega, 8 mm Lagersystem, die Kugellager sind sauber eingepresst, da können wir überhaupt nicht schimpfen. Und eben der große Vorteil im Vergleich zu anderen China-Herstellern, dass das Ganze eben ein kleines bisschen kopiert wurde von G&G. Wer es noch nicht weiß, die Gearbox ist hier im oberen Bereich sehr verstärkt, bedeutet, wenn ihr von oben mal drauf schaut, hier vorne im oberen Bereich ist sehr dickwandig das Ganze und eben der riesengroße Vorteil, dass ebenfalls im unteren Bereich die Gearbox ebenfalls sehr verstärkt ist. Bedeutet hier innen drin habt ihr eben doppelt so viel Material wie bei handelsüblichen V2 Gearboxen und sowas kenne ich eben nur von G&G und eben bei Syma. So, was mich jetzt ein kleines bisschen wundert, wenn man das mal mit der Gen 1 vergleicht oder sich das Video anschaut. Ich bin der Meinung, dass die Shell im vorderen Bereich eigentlich Radien drin hatte. Wenn man sich jetzt das aber mal anschaut oder diese Version anschaut, dann haben wir zwar hier oben einen Radius einmal drin, den kann man aber nur letztendlich von innen einmal erkennen. Also hier oben quasi ein Radius drin, keine 90-Grad-Kante. Aber hier unten ist kein Radius drin, dafür hat die Gearbox hier unten nochmal so eine Art, so einen Lappen bekommen oder so eine Lippe bekommen.
Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich meine, hier vorne war standardmäßig ebenfalls nochmal ein Radius drin. Aber auf jeden Fall hier im äußeren Bereich auch nochmal irgendwie Material einmal aufgetragen, um sie ebenfalls nochmal ein bisschen zu verstärken. Auch Nut- und Federsystem ist wieder sehr gut, passt wunderbar zusammen. Hier vorne Nut- und Federsystem, hier oben, hier hinten, hier einmal rum. Und habt ihr vielleicht gerade schon gesehen, wenn man die beiden Hälften einmal zusammen bastelt, dann passt es einfach wie Arsch auf Eimer. Bedeutet hier keinerlei Spiel in diesen beiden Hälften von der Gearbox einmal drin. Also Passgenauigkeit, wie gesagt, Passgenauigkeit, Haltbarkeit, einfach tipptopp. Nur eben wieder beachten, Federschnellwechselsystem oder wenn ihr eben höher wollt, das Modell kommt standardmäßig aufgrund des 12-Zahn-Sektor-Gears bereits mit einer 140er, 145er Feder. Bedeutet, wenn ihr wirklich hoch wollt, je nach Lauflänge natürlich, braucht ihr eine 150er Feder. Das hört sich brutal an, aber wie gesagt, die Feder wird aufgrund des Short Strokes nicht komplett aufgezogen, entspannt sich dann bereits einmal circa in diesem Bereich, bedeutet die hintere Kompression verliert ihr letztendlich. Also wie gesagt, ich habe in meiner zum Beispiel auch eine 150er, glaube ich, drin für 2 Joule oder so. Aber wie gesagt, das hört sich zwar viel an, funktioniert aber in dieser Gearbox problemlos, da wir natürlich auch einen Short Stroke einmal drin haben. Gut, dann Core EFCS-System von Begadi natürlich wieder drin, da hat sich nichts geändert, immer noch seit Jahren gleich geblieben. Mechanisches EFCS-System, kleiner Mikrotaster hier unten einmal dran, am Mikrotaster für den Abzug. Das Ding kann euch nicht jammen, sehr stark belastbar mit starken Akkus. Wie gesagt, super Elektronik, ballert einen Akku rein, was ihr wollt, ballert Energie rein, was ihr wollt. Es funktioniert einfach tadellos. Bei den Lagern, habt ihr gerade schon gesehen, sind 8 mm Kugellager verbaut und das an jedem einzelnen Gear. Ob das so eine gute Entscheidung ist, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall ist es mir bis jetzt noch nicht untergekommen, dass solche Syma-Kugellager irgendwie mal kaputt gegangen oder gebrochen sind. Ich habe aber in meiner zum Beispiel mit einer 150er Feder habe ich die Kugellager am Sektorgear durch Stahlaufbuchsen ersetzt und ebenfalls am Spurgear im unteren Bereich habe ich ebenfalls einmal eine Stahlaufbuchse eingesetzt. Aber wie gesagt, meine hat halt knapp 2 Joule. Ob man das jetzt bei 1,4, 1,5 machen muss, glaube ich jetzt nicht. Also ihr könnt das Ding problemlos out of the box betreiben. Nur wer eben halt sehr viel Energie raushaben möchte, können die Lager auf Dauer einmal verschleißen. Dann würde ich eben gegebenenfalls auf Stahlaufbuchsen am Sektorgear und eine zumindest mal am Spurgear drauf zurückgreifen. Das Gearset ist dann natürlich 1:1 gleich geblieben, unheimlich geiles Gearset, ich feiere das immer noch. Würde es jetzt diese Silverline nicht geben, würde ich eigentlich prinzipiell bei bis zu 250 mm oder 300 mm Lauflänge, würde ich immer so ein Syma Gearset verwenden. Denn das ist einfach laufruhig, es lässt sich sauber einschimmen, nur halt gestroked auf 12 Zähne. Bedeutet, wenn man halt einen etwas längeren Lauf hat, dann ist das Gearset dafür nicht geeignet. Aber ansonsten richtig, richtig geiles Gearset. Ich glaube, das ist ein, jetzt müsste ich es nochmal nachrechnen oder nachgucken. Ich glaube 12:1 oder ein 13:1. Ne, 13:1 glaube ich. 13:1 von der Untersetzung und eben ein Sektorgear auf 12 Zähne gestroked. Bedeutet hier eben bereits wieder ein Short Stroke drin und dementsprechend habe ich euch damals auch angesprochen, das ist für alle Nova-Modelle, sage ich mal, ist es vollkommen in Ordnung, egal ob jetzt CQB, Mod 18 oder MK18 oder whatever. Da passt es von der Lauflänge, passt es einfach wunderbar, auch wenn man mal 0,32 Gramm BBs zum Beispiel verwendet, das funktioniert. Aber zum Beispiel für diese Carbine-Version oder für die lange Version, da ist der Short Stroke nicht ganz perfekt. Bedeutet, da braucht er vom Kugelgewicht nicht wirklich arg hoch gehen, da einfach der Hub oder das Volumen für den relativ langen Lauf dann nicht mehr wirklich ausreichend ist. Also wie gesagt, beim Short Stroke auf der einen Seite bei den kurzen Läufen, sagen wir bis 285 haben die, glaube ich, oder 300, da ist es in Ordnung mit 12 Zähnen, das funktioniert. Aber warum sie bei der Carbine dann auch einen 12 Zahn reinbauen, das finde ich nicht ganz so gut. Also das hätte ich damals auch definitiv einmal kritisiert oder habe ich, glaube ich, sogar einmal kritisiert im Review. Also hier weiterhin sehr, sehr schnelles, sehr gutes und haltbares Stahlgearset einmal drin verbaut.
Was sich jetzt geändert hat, das kennt ihr auch von der SCA oder von der MK16, dass Syma auch hier jetzt bereits ihren Sector Gear Clip oder euren Delayer einmal am Sector Gear verbaut. Bedeutet, ihr wisst ja, diese Syma Gears wie auch diese Silverline von Begadi, die haben hier im Vergleich zu anderen ein kleines bisschen einen größeren Nocken, damit einfach die Tappet Blade noch ein bisschen länger einmal offen bleibt, um eben Feeding-Probleme zu vermeiden oder zu verhindern. Wenn man jetzt aber allerdings auch wieder ein relativ schlechtes Magazin drin hat, was von der Feder nicht sonderlich stark ist, dann kann es auch passieren, dass ihr Feeding-Probleme einmal bekommt, je nach Kugelgewicht. Nehmen wir mal an, ihr nehmt jetzt ein Standard M4-Magazin und ballert euch da 0,4 Gramm BBs rein. Das funktioniert nicht immer sehr gut. Und auch hier hat Syma jetzt eben noch mal ein bisschen reagiert und hat hier bereits einen Delayer dran verbaut. Bedeutet, die Tappet Blade bleibt im Vergleich zum Vorgängermodell einfach noch mal ein kleines bisschen länger offen. Bedeutet, das Magazin bzw. die Kugeln haben ein kleines bisschen mehr Zeit, um einfach nachzurutschen. Kann also einmal Feeding-Probleme vermeiden oder verhindern, dieser kleine Delayer bzw. Sector Gear Clip hier drauf. Und auch vom Shimming her können wir nichts kritisieren, bedeutet, die Gears sind seitens Syma wirklich gut eingeschimmt. Nur das Spur-Gear hätte ich persönlich minimalst geringer geschimmt. Bedeutet, wenn wir hier mal herschauen, zum Beispiel das Sector, hat minimalst ein kleines bisschen Luft. Also die drehen wunderbar, die laufen total frei, da können wir nicht schimpfen, die laufen zügig. Das Sector Gear hat minimals Spiel, also hier bekommt man nicht mal mehr eine 0,1er drauf. Ihr könnt es vielleicht ein bisschen erkennen, ich drücke hier einmal das Sector Gear links und rechts gegen die Wandung. So gut wie gar kein Spiel, da ist vielleicht 0,05 mm Luft drin. Das passt hervorragend. Auch das Bevel unten hat ca. 0,05 bis maximal 0,1 einmal Spiel. Also auch das ist in Ordnung für einen China-Hersteller, würde ich auch nicht unbedingt nachschimmen. Nur beim Spur bin ich mir ein kleines bisschen unschlüssig, denn hier haben wir gar kein Spiel drin. Bedeutet, das kann ich weder links noch rechts irgendwie in irgendeine Richtung einmal drehen. Bedeutet auch, wenn man die Gears dreht, gutes Fett, was Syma verwendet, das ist recht klebrig. Aber dennoch bin ich der Meinung, dass man es Spur vielleicht um 0,1 weniger hätte schimmen können. Im besten Fall vielleicht um 0,05 mm. Also wie gesagt, es dreht frei, es klemmt nicht oder sowas. Kann man nicht kritisieren. Aber wer es doch mal aufmacht und auch feststellt, dass hier eben gar kein Spiel im Spur drin ist, der könnte eventuell eben 0,1 weniger aufbringen. Wie gesagt, kein Must-Do, läuft problemlos, keine Probleme vom System her, kein Klemmen von den Gears oder sowas. Aber wie gesagt, ein kleines bisschen mehr Luft hätte dennoch einmal ja nicht geschadet, meiner Meinung nach. Die meisten Hersteller schimmen immer zu wenig, Syma übertreibt es vielleicht ein ganz kleines bisschen. Aber wie gesagt, kritisieren kann man es nicht, denn die Gears laufen wunderbar und spielfrei. So wünscht man sich das. Und auch vom Klangbild, habt ihr vorhin gehört, können wir ebenfalls nicht schimpfen. Das Gear sind auch die Motoreinstellungen. Es passt einfach wunderbar wieder einmal zusammen. Beim Zylinderset hat sich nichts geändert, hier 1:1 identisch, auch Nozzle 1:1 identisch. Bedeutet, wir haben Typ C Zylinder einmal drin in der MK18 und in dieser Mod 18 oder Special Purpose oder wie wir das Ding auch immer nennen möchten. Bedeutet hier einmal Aluminiumzylinder Typ C und das Ganze hart beschichtet. Können wir nicht maulen, also wie gesagt nicht zu weich. Ihr könnt ihn nicht irgendwie zusammendrücken oder sowas, aber sehr, sehr leicht. Dementsprechend einmal Aluminium. Wird später interessant dann gleich einmal beim Pistonhead. Und auch der Zylinderhead ist gleich geblieben. Der ist sehr, sehr gut von Syma. Hier bereits CNC gefräst bzw. CNC gedreht aus Aluminium. 2 Ohrringe drauf und eben dieses Sorbo-Pad hinten mit so einer, ja, welches konisch zusammenläuft. Da schreiben die Hersteller oder auch Shops schreiben da immer Silent, aber von der Lautstärke macht es keinen Unterschied, ob man da jetzt konisch reinfährt oder ob man gerade aufschlägt. Das ist je nach Härte vom Sorbo, ja, gibt es da Unterschiede. Aber wie gesagt, wirklich leise wird es dadurch nicht. So, und die Nozzle ist eben auch gleich geblieben. Das finde ich ein kleines bisschen schade. Bedeutet weiterhin Kunststoff-Nozzle ohne Ohrring, aber die Toleranz ist vielleicht ein kleines bisschen besser. Bedeutet, wenn ihr mal die Nozzle hier auf den Zylinderhead einmal drauf schiebt, dann haben wir hier wirklich nur ganz wenig Luft einmal. Also auch hier von der Passgenauigkeit ein kleines bisschen besser noch wie bei den alten Modellen. Dementsprechend ist es jetzt auch nicht zwingend notwendig, irgendwie eine Alu-Nozzle mit Ohrringen sofort zu verbauen, denn die Abdichtung ist wirklich klasse und wir verlieren hier, wenn überhaupt,
einen kleinen Hauch, wirklich nur einen Hauch einmal Luft über die Nozzle. Aber wie gesagt, das funktioniert dennoch super, auch schön gefettet das Ganze. Dementsprechend können wir hier nicht schimpfen. Und auch Syma ist der einzige Hersteller, der mir bekannt ist, der hier Nozzeln verbaut mit einer Länge von 21,5 mm. Da müsst ihr immer ein bisschen aufpassen, denn wenn ihr zum Beispiel eine andere Hop-Up-Kammer verbaut, so eine Neptune oder sowas, dann benötigt ihr mit dieser 21,5er relativ viele Shims drauf. Und auch bei einer Max funktioniert das Ganze zum Beispiel überhaupt nicht. Bedeutet, dann müsst ihr runter auf eine 21 oder 21,25. Denn Syma, wie gesagt, 21,5 ist doch sehr, sehr lang, was die Nozzle angeht. Nochmal kurz, weil ich gerade einen Messschieber gerade neben mir liegen sehe, schauen wir uns doch mal die Passgenauigkeit an. Bedeutet hier einmal der Stutzen 5,4 mm vom Außendurchmesser und die Nozzle hat einen Innendurchmesser, das lässt sich immer ein bisschen bescheiden messen, aber es geht schon einigermaßen, 5,44. Also das ist perfekt, bedeutet gerade mal 0,05 mm Spiel einmal auf diesem Stutzen vom Zylinderhead drauf. Dementsprechend, wie gesagt, lasst die Nozzle drin, lasst den Zylinderhead drin, es funktioniert. Das war bei der alten Version deutlich schlechter. Beim Pistenset können wir dann ein bisschen was Erfreuliches uns anschauen, denn natürlich ist es weiterhin der Stahlzahnpisten verbaut von Syma, bedeutet Polycarbonatpisten, vollkommen in Ordnung. Das Ganze halt mit 15,8 Zähnen ungefähr. Bedeutet, ihr seht, wir haben letztendlich eigentlich nahezu Vollzahn 16, aber ja, der vorletzte ist ein ganz kleines bisschen kleiner. Das funktioniert aber, wenn ihr den AOE einstellen wollt, funktioniert es nicht. Das habe ich euch schon öfters mal erklärt. Da braucht ihr dann einen Pisten, wo der eben komplett einmal fehlt oder im besten Fall dann einer mit 14,5 Zähne, wo der eben nur noch zur Hälfte vorhanden ist. Dann könnte man den AOE noch einstellen. Das funktioniert also leider mit dem Original-Syma-Pisten nicht, aber das eben auch nur für Leute, die jetzt unbedingt alles 100% perfekt haben möchten und eben den AOE einmal einstellen möchten. Ansonsten lasst das Ding out of the box drin und fertig. So, und jetzt eben das Erfreuliche, auch wie bei der MK16 hat eben Syma auch jetzt hier optimiert und das Problem mit dem Pistenhead einmal behoben. Bedeutet, wer sich zurückerinnert, ich habe euch ein extra Video damals drüber gemacht gehabt, nach dem Review, dass es beim, ich glaube, das waren Sven seine, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall nach circa 20.000 oder sowas Schuss, war es der Fall, dass der Zylinderhead der Pistenhead im Zylinder zu stark gerieben hat. Bedeutet, hat sich der gesamte Zylinder im unteren Bereich einmal aufgerieben und auch hier beim Pistenhead ist die gesamte Eloxalschicht einmal weggegangen und dann hatte man lauter so Aluminiumabrieb im Zylinder einmal drin. Und das war eben ein Problem noch bei den Vorgängerversionen. Bedeutet, da hat der Pistenhead einfach zu stark gerieben. So, und auch das haben sie jetzt eben verbessert, wie bei den anderen Modellen, die wir uns angeschaut haben von Syma auch, bei der P90, bei der MK16, bei der Ska, dass auch hier jetzt eben ein zweiter O-Ring direkt einmal hinten dran verbaut wird. Also nicht nur ein O-Ring, sondern ebenfalls ein Double-O-Ring Pistenhead. Und der hintere O-Ring, der ist jetzt nicht irgendwie für die Abdichtung zuständig oder sowas. Das macht alles einmal der vordere. Ist natürlich ventiliert das Ganze. Ganz normaler Pistenhead oder ganz normales Sorbo. Aber jetzt wird der Pistenhead einfach über diesen kleinen O-Ring im hinteren Bereich im Zylinder schön geführt und kann dementsprechend im Zylinder innen drin keine Reibung aufbauen. Also auch hier im Positiven einmal optimiert bzw. verbessert. Dann fehlt abschließend letztendlich nur noch die Tappet Plate. Auch diese wurde seitens Syma ein kleines bisschen optimiert. Da, wenn ihr euch das alte Review mal anschaut von der Nova, da hatte man damals noch die Tappet Plate aus so einem transparenten Acrylkunststoff drin. Das war nicht ganz so prickelnd, denn Acryl kennt ihr, wenn ihr die ein bisschen biegt, ja, kann sehr schnell nachgeben oder auch brechen. Bedeutet, auch hier hat jetzt Syma das Ganze eben aus Polyamid-Kunststoff gefertigt, die Tappet Plate, wie eben bei der P90 oder bei der Ska, bei der MK16 eben auch. Bedeutet hier auch einfach von der Tappet Plate ein deutlich besseres Material einmal verwendet und das Ganze funktioniert vom Timing wirklich hervorragend. Ihr seht zunächst mal, die Passgenauigkeit ist sehr gut, bedeutet die Tappet Plate steht hier vorne sauber an, schöner 90-Grad-Winkel drin, also nicht irgendwie vorne verbogen oder sowas. Natürlich verjüngt sich diese Tappet Plate auch wieder aufgrund der Gearbox-Verstärkung vorne drin. Und vom Timing her, wie gesagt, auch mit dem Delayer funktioniert es einfach tadellos. Wir können uns mal einen Zyklus anschauen. Ab hier greift einmal der Delayer einmal rein, das Ganze im Radius hier vorne, zieht die Tappet Plate letztendlich einmal auf. So, und jetzt da läuft letztendlich einmal hier hinten der letzte Zahn bzw. der erste Zahn vom Sektor Gear, der Catch-Zahn, einmal in den Pisten rein.
Wie gesagt, vom AOE her müsste man rein theoretisch noch mal ein bisschen zurück, circa 2 mm. Das funktioniert aber mit dem Originalpisten, wie gesagt, einfach nicht. So, ihr seht aber, sobald hier einmal der Catch kommt oder beziehungsweise das Sektorgear reingreift, sind wir mit der Tappet Blade bereits einmal komplett vollständig aufgezogen. Bedeutet, hier kann die nächste Kugel jetzt da bereits einmal vom Magazin in die Hop-Up-Kammer nachrutschen. So, und das ist wie gesagt relativ lang, denn ihr seht, das Ganze bleibt auf, bleibt auf, bleibt auf, bleibt auf. Jetzt läuft die Tappet Blade einfach über dem Delayer und hier wird die Tappet Blade nicht wie bei anderen Modellen eben jetzt da schon mal langsam irgendwie nach vorne gelassen, sondern die bleibt wirklich vollständig aufgezogen über die gesamte Länge von diesem Delayer. Also ihr seht, bleibt auf. So, und jetzt da haben wir eben hier nicht einfach einen Radius, sondern hier habt ihr hinten in der Flosse so einen kleinen Versatz drin, beziehungsweise so ein kleines Rechteck. Bedeutet, die Tappet Blade wird jetzt schlagartig einmal wieder nach vorne bewegt. So, machen wir mal den Zyklus weiter. So, jetzt da seht ihr, in der Position sind wir wieder komplett vorne. Nozzle ist komplett vorne, System ist geschlossen. Tappet Blade ist vorne einmal komplett sauber und bündig. Und hier greift das Sektorgear noch circa in 3 Zähne vom Pisten einmal rein. Bedeutet, wir haben hier ausreichend Zeit noch, dass die Tappet Blade eben nach vorne fahren kann, bis sich dann letztendlich einmal der Schuss letztendlich löst. So, dann kommt natürlich von dem Core die Aktivbremse rein. Bedeutet, es ist jetzt auch nicht der Fall, dass es irgendwie ends weiterläuft und dann schon wieder hinten reingreift, sondern bereits in dem Bereich hier wird das System letztendlich einmal abgebremst mit der Aktivbremse von dem EFCS-System. Also auch hier Delayer finde ich gut, Timing funktioniert problemlos, Tappet Blade besseres Material, ebenfalls tipptopp. Der Motor ist natürlich gleich geblieben, können wir uns auch noch ganz kurz mal anschauen. Hier auch weiterhin dieses Syma Super High Torque drin verbaut mit Neodym-Magneten. Ist ein recht günstiger Motor, wie gesagt, aber sehr, sehr stark. Qualität, Verarbeitungsqualität würde ich jetzt nicht mit deutlich teureren Motoren vergleichen. Bedeutet hier im vorderen Bereich der zum Beispiel, ja, wie soll ich sagen, der Turm hier vorne drauf, das ist jetzt nicht irgendwie CNC gedreht oder sowas, sondern das ist gesintert. Auch das Motorgehäuse nicht irgendwie CNC gefräst oder sowas. Auch gesintert und auch die hintere Abdeckung ist auch nicht aus Aluminium, sondern nur aus Kunststoff. Aber wie gesagt, er hat sehr viel Kraft, sehr starke Magneten einmal drin, müssten 21 kW Motor sein. Und wenn ihr euch die Motorenvideos angeschaut habt, dann liegt das Ding ziemlich gut im Durchschnitt, muss man sagen. Also definitiv vergleichbar von der Power mit einem Ifrit 25 kW einmal von G&G oder auch vergleichbar mit den, oder teilweise vergleichbar mit den Mamba-Motoren von Begadi. Wie gesagt, es ist, ja, er ist ein bisschen günstiger von der Qualität her, aber er tut, was er soll. Er hat Bums ohne Ende und dementsprechend packt einen ordentlichen Akku dran und fertig. Das funktioniert definitiv. So Leute, und abschließend wird es wieder ein kleines bisschen umfangreicher, denn wir müssen mal im Detail über das Thema Lauf- und Hop-Up-System sprechen, denn das ist auf der einen Seite von Syma wieder sehr, sehr geil. Auf der anderen Seite müssen wir uns aber ebenfalls einmal die Kompatibilität anschauen. So, zunächst einmal verbaut jetzt eben Syma auch hier ihre Rotary Hop-Up-Kammer. Das ist eine Zinkguss-Hop-Up-Kammer eben mit Einstellrädchen. Die kennt ihr schon, die gibt es als Kunststoffvariante und eben als Zinkversion relativ günstig. Und das ist zunächst mal im Vergleich zu der alten Hop-Up-Kammer ist es schon mal deutlich besser oder eine deutliche Verbesserung, muss man sagen. So, bedeutet, hier kann man jetzt den Hop schön einstellen, aber wenn ihr die Hop-Up-Kammer kennt oder ihr seht es vielleicht auch schon, das Ganze ist nicht freilaufend, sondern das Ganze ist so eine Art, ja, Klicksystem. Seht ihr hier, das kennt ihr und das geht, oder ich habe es euch vorhin auch schon mal gesagt, das geht jetzt besonders bei dem Modell, warum auch immer, oder vielleicht auch bei der Hop-Up-Kammer geht es relativ schwer. Bedeutet von außen einfach mal mit dem Fingernagel da rein und irgendwie einen Hop zu verstellen, geht jetzt bei meinem Review-Muster, was ich bekommen habe, leider nicht ganz so gut. Bedeutet, es läuft einfach ein bisschen zu schwer über diese Klicks. So, wenn wir jetzt hier hinten mal diesen O-Ring mit einem Schlitzschraubendreher rauspopeln, vorsichtig, dann können wir dieses Klicksystem auch einmal beheben. So, hier aufpassen, dass er nicht zerreißt. Hier einmal diesen Halte-O-Ring einmal raus und dann können wir nämlich das Einstellrädchen einmal abziehen. So, und dann seht ihr eben, dass ihr hier außen an dem Einstellrädchen lauter so kleine Positionen einmal dran habt. Und das ist letztendlich einmal euer Klicksystem. Bedeutet, wollt ihr das Ganze freilaufend haben, dann könnt ihr entweder hier diese Noppen da ein kleines bisschen runter machen mit der Feile. Das sind minimal, das ist vielleicht 0,2 mm Blasstich. Entweder die ganzen Noppen da runter machen oder hier unten bei der Hop-Up-Kammer, hier hinten dran diese Kante unten, seht ihr?
Da so eine Kante, wo diese Nubbel da oder diese Kanten einmal drüber laufen. Und dann bekommt ihr eben diese Hop-Up-Kammer ein bisschen schöner zum Einstellen und eben auch freiläufig zum Einstellen. Und wie gesagt, das finde ich jetzt nicht ganz so cool bei der Hop-Up-Kammer, dieses Klicksystem. Also das ist zum Beispiel bei einer G&G Rotary ist es deutlich besser einmal umgesetzt und auch deutlich feiner einmal umgesetzt. So, dennoch, wenn es eingestellt ist, funktioniert das Ganze aber auch out of the box schon sehr gut. Aber Syma bzw. Bugatti verbaut hier weiterhin so ein komisches Syma-Bucking. So, und wenn ihr da mal reinschaut, ich drehe es euch jetzt mal nicht um, ihr habt jetzt letztendlich keine saubere oder keine Patchfläche mehr und auch keinen Pornobalken hinten runter für den Hop, sondern letztendlich nur zwei relativ dünne Stege links und rechts. Und das ist zwar für die Kugelzentrierung ist es super und auch die Schussergebnisse sind gut, aber vom Kugelgewicht selbst ist es leider nicht ganz so gut. Bedeutet, auch dieses Bucking ist wirklich nur für 0,2 bis maximal 0,25 Gramm einmal ausgelegt. Für mehr funktioniert es leider nicht mehr gut. So, bedeutet, man muss oder man sollte für höheres Kugelgewicht das Bucking tauschen, zumindest das Bucking tauschen, und das ist leider heute ein kleines Problem. Habe ich euch bereits in anderen Videos schon angesprochen. Dementsprechend muss ich mich leider wiederholen. Aber es ist dennoch ein sehr wichtiger Punkt, finde ich. So, die Buckings von Syma, beziehungsweise in diesen Original Syma Rotary Hop-Up-Kammern funktionieren keine Standard-Buckings. Bedeutet, ihr bekommt kein Maple Leaf Bucking rein, ihr bekommt kein Standard Bugatti Bucking rein oder was auch immer ihr verbauen wollt, ein TNT oder was auch immer. Das funktioniert nicht, denn die Lippe hinten oder die Lippen bei den Syma Buckings ist ein kleines bisschen kürzer. Dementsprechend möchte ich euch das Ganze einmal demonstrieren, was passiert. Ich habe jetzt hier noch so ein MAG5 rumliegen gerade. Dann nehmen wir jetzt einfach mal den Originallauf, installieren wir das einfach mal. So, und dann stecken wir das ganze Zeug da einfach mal einmal in die Hop-Up-Kammer rein. Naja, richtig ausrichten sollten wir schon auch. So, jetzt da. Stopfen wir uns das einfach mal da rein und drücken es uns einmal hinten zurück, als wäre der C-Clip quasi eingelegt. So, dann sitzt das Ganze so drin. Wenn wir jetzt aber die Hop-Up-Kammer einmal umdrehen, dann werden wir feststellen, dass die Lippe vom Bucking zu weit in den Feeding-Kanal einmal hineinragt. Ach, wisst ihr was? Ich zeige euch das mal kurz. So, jetzt da, C-Clip einmal installiert, also Lauf ist sauber fixiert. Und wenn man jetzt eben hier hinten oder hier oben mal reinschaut, dann sieht man ganz leicht die Dichtlippe von dem Bucking. Und wenn man jetzt eine Kugel hernimmt oder eine BB hernimmt und diese hier reinfallen lässt, dann werdet ihr feststellen, dass die BB an der Lippe vom Bucking hängen bleibt. Bedeutet, diese wird nicht komplett einmal in die Hop-Up-Kammer reingedrückt. Bedeutet, ihr braucht relativ viel Druck vom Magazin oder von der Magazinfeder, damit der Kugelstrang ja relativ viel Kraft hat, um die Kugel eben über die Lippe drüber zu drücken. Und das funktioniert leider nicht immer. Bedeutet, wenn ihr dann gleichzeitig auch noch schwere BBs verwendet, sage ich mal 0,32, 0,36, die schon nicht ganz so viel Power haben im Magazin, um eben rauszukommen, dann kann die Kugel eben hier oben hängen bleiben und ihr bekommt einmal Feeding-Probleme. So, und dementsprechend eignet sich eigentlich für diese Syma Hop-Up-Kammern, egal ob ihr jetzt die Kunststoffversion habt oder ob ihr jetzt eben so eine Nova in der Gen 4 habt, eignet sich eigentlich nur dieses Bugatti Fly in der Short-Version. Bedeutet, Bugatti hat da extra so ein Fly-Bucking, wo die Lippe hinten einfach ein kleines bisschen kürzer ist. Und das wiederum funktioniert eben auch mit der sehr langen 21,5 mm Nozzle. Und andere Buckings funktionieren darin leider nicht so gut. Also da kann es immer wieder zu Feeding-Probleme kommen. Würde ich euch jetzt auch ganz gern zeigen. Ich habe aber von diesen kurzen Buckings, von diesen Fly Short heißen die, habe ich leider keins mehr da. Aber wie gesagt, das ist im Vergleich zu anderen einfach hier hinten an der Dichtung minimal ein kleines bisschen kürzer. Dementsprechend auf der einen Seite schön, jetzt eine Rotary Hop-Up-Kammer drin, aber von der Kompatibilität vielleicht nicht ganz so schön das Ganze. So, und der nächste Punkt ist auch der Tensioner oben. Zunächst mal der Durchgang. Da bekommen wir maximal einen 5 mm Tensioner rein, also nicht kompatibel zu 7 mm Hop-Up-Systemen, sondern nur Standard 5. Und auch hier müsst ihr aufpassen, wenn ihr jetzt so ein Bugatti Fly 5 in 60 Short nehmt, also so eine kurze Version, und ihr wollt einen passenden Tensioner dazu verwenden, dann müsst ihr diesen hier nehmen. Das ist diese flache Version, also nicht diese 3 mm Version, sondern 2,5 mm. Denn wenn ihr hier die Version mit 3 mm nehmt, dann bekommt ihr bereits in Nullstellung
zu viel Hop drauf, weil der Tensioner einfach ein bisschen höher ist. Dementsprechend aufpassen, wollt ihr einfach 0,3, 0,32, 0,36 Gramm BBs verwenden, nehmt einen Begadi Fly 5 in 60 in der Short-Version und kombiniert das Ganze eben mit dem 5 mm Tensioner, aber als flache Version, also 2,5, nicht 3 mm. Das wird euch nicht funktionieren. So, also hier schon mal die Kombination einmal. Ich finde es auch ein kleines bisschen schade, ehrlich gesagt. Ich meine, Begadi hat ja das Bucking, Begadi hat den Tensioner. Bei allen anderen neuen Kniffen, die wir jetzt die letzten Zeit uns angeschaut haben, ist überall die Konfiguration bereits drin verbaut. Jetzt hier bei der Nova in der Gen 4 ist es nicht drin. Warum denn? Hätte Begadi meiner Meinung nach auch gern bereits so ein Fly und eben den passenden Tensioner bereits einmal einbauen können. So, und eben jetzt, also das war jetzt so die günstige Update-Konfiguration quasi, wenn ihr einfach schwere BBs verwenden wollt. Wie gesagt, ein Bucking und ein Tensioner seid ihr circa, weiß ich nicht, 10, 12 Euro oder sowas. So, und jetzt habe ich mir ebenfalls mal angeschaut, wie sieht es denn mit der Neptune aus? So, ihr wisst, ich habe in meiner Nova auch eine Neptune drin. Ich hatte vorher eine Max drin, eine ME Pro. Aber dementsprechend auch eine andere Nozzle. Bedeutet, ich habe schon in meinem Modell schon seit Ewigkeiten keine 21,5er Nozzle mehr drin, sondern nur eine 21,25, weil ich eben mal eine Max drin hatte. Und dementsprechend habe ich bei der Neptune auch gerade einmal 2 Schimmscheiben benötigt, um das Feeding eben, ja, damit das Ding einfach feedet. So, jetzt habe ich mir das Ganze eben auch mal angeschaut. Wie sieht es denn jetzt mit der Original Syma Nozzle aus mit 21,5 mm? Bedeutet, wir gehen jetzt einfach mal her und nehmen jetzt hier eben dieses MAG oder halt ein Standard-Bucking. Was ihr da nehmt, ist, wie gesagt, ist relativ wurscht, ob jetzt ein Maple Leaf oder so ein Begadi, je nachdem, was ihr eben bevorzugt. So, installieren wir das Ganze mal. Ach so, sollten wir vielleicht richtig rum drauf machen, den C-Clip, sonst funktioniert das Ganze nicht. So, installieren wir es einfach jetzt mal ganz kurz. So, und auch jetzt ist er laufsauber fixiert. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, mit der 21,5er Nozzle benötigen wir bei der Neptune schon alle Schimmscheiben. Bedeutet, ihr benötigt hier wirklich 4 Shims und im besten Fall vielleicht sogar nochmal eine mehr. Na, es ist knapp, also es sollte funktionieren. Wie gesagt, alle 4 Shims werden hier bei einer 21,5er Nozzle einmal benötigt. Also wie gesagt, hier aufpassen eben, wenn ihr doch mal bei einer Nova diese Neptune verbauen wollt und eben die Original-Nozzle drin lasst oder eben eine 21,5 mm Nozzle, ballert da alle Shims drauf. Sonst funktioniert das Ganze nicht gut. Okidoki, wenn ihr die Nozzle tauscht durch eine bessere, mit einem O-Ring zum Beispiel oder mit 2 O-Ringen, dann würde ich eine mit 21,25 nehmen, weil dann braucht ihr eben keine 4 Shims, sondern da langen euch 2 Shims problemlos einmal aus. Gut, Leute, das soll es gewesen sein. Baller ich das Ding wieder zusammen und wir sehen uns abschließend zum Fazit. Gut, Leute, das soll es für heute gewesen sein. Klein und kompakt, einfach nochmal so ein Update für euch, wie sich jetzt denn aktuell im September 2022 diese Novas einmal entwickelt haben. Und entsprechend möchte ich euch aber auch nochmal ein komplett neues Fazit bringen, jetzt eben zum aktuellen Zeitpunkt. Und da orientiere ich mich auch nicht an dem alten Review. Denn wie gesagt, jetzt einfach mal, nehmen wir mal an, das Ding kommt jetzt ganz frisch auf den Markt und jetzt da im Vergleich mit der aktuellen Wirtschaftslage, wo pendelt es sich ein, wo liegt sie ungefähr? Dementsprechend schauen wir mal ganz kurz drüber. Mein Fazit positiv ist weiterhin die Verarbeitungsqualität. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach klasse, da können wir nicht schimpfen. Auch der Receiver, habe ich euch gesagt, der sitzt jetzt sogar noch ein bisschen presser zusammen wie bei meiner Nova von der Gen 1. Weiß ich jetzt nicht, ob Syma da irgendwas geändert hat oder ob das Verarbeitungstoleranzen sind. Auf jeden Fall das Modell, was ich jetzt hier vom Begadi als Leihgabe bekommen habe, das passt einfach hervorragend von der Verarbeitungsqualität und von den Toleranzen. Dementsprechend Preis-Leistungs-Verhältnis, Verarbeitungsqualität tipptopp. Der nächste Pluspunkt ist dann das gesamte System, wie die Waffe sich schießen lässt, wie schön der Abzug vom Triggern hergeht mit dem Mikrotastersystem. Das ist einfach geil out of the box. Also mir ist keine andere Knifte bekannt, die einfach so smooth läuft von den Gears. Sie kreischt nicht, sie ist unheimlich spritzig, sie ist unheimlich schön. Dementsprechend auf das gesamte System, so wie es von Syma kombiniert oder aufgebaut wird, tipptopp, gebe ich definitiv einen Pluspunkt. So, der nächste Pluspunkt ist dann natürlich auch wieder hier Federschnellwechselsystem direkt über die Buffertube. Das gibt es jetzt mittlerweile auch von mehreren Herstellern. Bedeutet einfach die Caselnut lösen, Buffertube reindrücken, kurz drehen, wegziehen.
kommt ihr sofort an die Feder und an den Spring Guide ran. Bedeutet, ihr könnt das Modell problemlos auf euer Spielfeld innerhalb von 2 bis 3 Minuten einmal anpassen, je nachdem, was für eine Feder ihr reinballert. Ihr könnt das Ding so spielen, wie sie out of the box kommt. Ihr könnt runter mit einer schwachen Feder, sagen wir auf 1 Joule. Ihr könnt sie maximal mit 1,9 spielen. Es ist also mit dem Modell alles möglich, benutzerfreundlich und unheimlich flexibel dementsprechend. Also Federschnellwechselsystem ein Pluspunkt. Und wenn wir gerade schon da hinten sind, auch den Schaft finde ich einfach gut. Er ist zwar ein kleines bisschen bulliger natürlich, aber wir haben unheimlich viel Platz hier innen drin für unsere Akkuzellen. Bedeutet maximal 2150 mAh, 11,1 Volt oder einen günstigen Turnigy mit 2000 mAh, Triple Stick, bekommt ihr ganz easy und problemlos da hinten rein. Und wenn ihr dann, sage ich mal, nicht triggert den ganzen Tag wie ein Irrer, sondern normal spielt, da langt euch der Akku locker den ganzen Tag einmal aus. Finde ich also gut, Platz für den Akku gebe ich ebenfalls einen Pluspunkt. So, der nächste Pluspunkt, auch hier verbaut Begadi wieder ihr Core EFCS MOSFET-System einmal drin. Bedeutet, ihr habt eine moderne Elektronik drin, das Ding reagiert super auf den Abzug, die Zyklenüberwachung funktioniert super, die Aktivbremse funktioniert super. Dementsprechend auch hier wieder ein Pluspunkt EFCS MOSFET und natürlich auf die ganze Knifte entsprechend wieder 4 Jahre Gewährleistung. So, dann habe ich ebenfalls einmal die Internals notiert, denn wie gerade schon beim System angesprochen, es ist einfach unheimlich schön kombiniert von Syma. Es läuft unheimlich smooth, vom Klang super. Und auch die Internals sind mehr als brauchbar, muss man sagen. Es ist ein guter Pisten drin, es sind super Gears einmal drin, der Motor tut, was er soll. Jetzt auch noch der verbesserte Pistenhead mit 2 Ohrringen, Zylinderhead super. Und auch die Passgenauigkeit, Nozzle zum Zylinderhead passt auch wenn es nur eine Kunststoffnozzle ist. Aber wie gesagt, es passt einfach alles von den Internals. So wünscht man sich das. Dementsprechend Internals gebe ich ebenfalls einen Pluspunkt. So, und wenn man sich das wieder alles anschaut, jetzt hat sich aber der Preis, ich glaube 20 oder 30 Euro sind sie jetzt teurer geworden. So, und da war ich mir jetzt ein bisschen unschlüssig. Wir sind jetzt bei einer Syma-Knifte bei über 400. So, da dachte ich zunächst mal, gut, ich gebe es vielleicht als Neutralpunkt, denn halt noch deutlich teurer wie die erste Generation damals. Aber jetzt, wenn man einfach mal vergleicht, aktuelle Wirtschaftslage und alle Modelle, die jetzt eben 2022 so nach und nach auf dem deutschen Shop oder im deutschen Bereich einmal erschienen sind, da ist es mit 409 Euro immer noch in Ordnung. Ich meine, schaut euch mal eine aktuelle Ares an, eine brandneue. Da bezahlt ihr 500 Euro für eine Ares. Also da sind wir mit 409 Euro, sind wir für so eine Nova, denke ich mal, immer noch mit dabei. Natürlich, jeder, der sie vor 2 Jahren gekauft hat und deutlich weniger bezahlt hat, der wird wahrscheinlich so dran hocken und mega grinsen. Natürlich, aber wie gesagt, wir sind immer noch aktuell mit 409 Euro, denke ich mal, bekommt man einfach ein gutes System, muss man sagen. Das passt schon. So, das waren die Pluspunkte. Jetzt habe ich dennoch einen relativ großen Neutralpunkt. Auf der einen Seite finde ich es jetzt gut, dass Syma hier ihre Rotary Hop-Up-Kammer drin verbaut. Bedeutet nicht mehr dieses alte Rädchensystem wie bei den alten Modellen, sondern hier eben jetzt eine Rotary. So, das ist alles schön und gut, aber die Hop-Up-Kammer selbst, ja, die lässt sich einfach im Vergleich zu deutlich hochwertigeren Hop-Up-Kammern nicht so schön einstellen. Und ja, vielleicht bin ich ein bisschen verzogen oder ein bisschen verwöhnt, weil ich überall fast eine Neptune drin habe bei mir. Aber dennoch, ich finde sie nicht perfekt. Wie gesagt, dieses Klicksystem, es funktioniert. Es geht aber relativ schwer und gleichzeitig ist es nicht ganz so fein, wie wenn man jetzt halt eine Max drin hat oder so eine Neptune oder so. Die lassen sich einfach deutlich schöner, deutlich feiner einmal justieren. Also auf der einen Seite gut, jetzt eine Rotary Hop-Up-Kammer, auf der anderen Seite kann sie an deutlich bessere Hop-Up-Kammern nicht ganz rankommen. Ist halt eine relativ günstige, muss man sagen. So, bedeutet aber auch, out of the box ist die Hop-Up-Kammer definitiv brauchbar. Wie gesagt, aber was ich ebenfalls noch ansprechen möchte, das habe ich euch vorhin schon gezeigt, leider Standard, glaube ich zumindest, Standard Syma, Bucking und Tensioner einmal drin verbaut. Und das bei einer Generation 4 im Jahr 2022, das verstehe ich leider nicht und hätte ich vielleicht sogar kritisiert. Weiß ich nicht. Es kommt darauf an, was für ein Kugelgewicht man verwendet. Nimmt jetzt 0,2 und 0,25 Gramm, dann passt es schon, das haut hin. Aber wenn ihr jetzt wirklich 0,3 oder 0,32 Gramm BB spielen wollt, das funktioniert halt mit dem Tensioner, mit dem Bucking mehr schlecht als recht. Und dann verstehe ich es auch nicht, Begadi hat ja extra dieses Fly 5 in Short mit einem passenden Tensioner. Das Zeug passt da perfekt einmal rein. Ja, aber sie bauen es nicht ein. Ja, warum denn nicht? Also da hätte ich halt gesagt, gut, nehmen wir nochmal einen 10er, vielleicht 419 Euro, ballern wir das Bucking noch rein und ballern wir das Tensioner noch rein. Und dann ist jeder glücklich.
Meiner Meinung nach. Also hier, wie gesagt, Hop-Up, Neutralpunkt, auf der einen Seite gut Rotary, auf der anderen Seite für schwere Kugeln leider ungeeignet und nicht verbessert. Dementsprechend seid so gut, wenn der 0,3er verwenden wollt oder so, nehmt noch irgendwie einen Fly 5 Short und einen passenden Tension damit, zimmert das Zeug geschwind rein und fertig. Ist eine Sache von 5 Minuten oder sowas. Also hier, wie gesagt, ein kleines bisschen schade. So, aber dennoch muss man sagen, wie gesagt, schönes Modell. System läuft hervorragend, habt ihr vorhin gesehen, Klang ist geil, ist super schnelles Ansprechverhalten. Nee, toll. Ich finde sie immer noch klasse, diese Nova-Serie. Habt ihr jetzt weitere Fragen? Möchtet ihr irgendwas ergänzen? Habe ich irgendwas vergessen oder falsch erklärt? Ihr wisst Bescheid, jederzeit einmal Kommentarfeld unten nutzen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, Like, Abo und vielleicht eine Mitgliedschaft einmal auf Patreon dalassen. Würde mich mega drüber freuen. Wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut!